Der Starship Countdown zählt runter auf 0. Raptoren haben schon gezündet und dann bleibt die Rakete einfach am Boden. Was ist da passiert und wie geht's jetzt weiter? Was war so besonders an der Langmarsch 10B und den Stahlseil-Fangnetzen? Und ein Nature-Artikel zeigt erstmals, wie künftig Atomwaffen im Orbit aufgespürt werden können. Bereit zu staunen? Ich bin Mo, das ist Senkrechtstarter. In der Nacht auf Freitag um 0:45 Uhr unserer Zeit, da stand Starship vollbetankt auf Pad 2 in der Starbase. Rund 5200 Tonnen Methan und Sauerstoff in den Tanks. So viel Masse wie ein vollbeladener Güterzug. Der Countdown lief auf 0 zu, die Zündsequenz begann und dann nichts. Der Flugcomputer, der registrierte ein Problem beim Hochfahren der Triebwerke und brach automatisch ab. Nach Auswertung des Livestreams durch NASA Spaceflight zündeten offenbar nur 29 von 33 Raptoren. Auf früheren Flügen wurde mal gesagt, dass 30 Triebwerke wären. Okay, da könnte die Rakete noch abheben, aber wenn mehr ausfällen als 3, dass dann abgebrochen wird. Ja, das gab so aber noch nie. In 13 Testflügen ist das der erste Zündabbruch einer voll beladenen Rakete in der Geschichte des Programms. Ja, danach hieß es wieder Treibstoff raus aus den Tanks. Klar, das Zeug ist gefährlich und tiefkalt. Das muss kontrolliert da wieder raus. Auch deshalb gibt es ja die Quick Disconnect Verbindung. Elon Musk meldete sich rund 10 Minuten später sinngemäß, einige Triebwerke seien nicht gestartet. Das habe den automatischen Abbruch ausgelöst. 2 Raptoren, die werden jetzt getauscht. Als wahrscheinlichsten neuen Termin nennt Musk den Anfang der nächsten Woche. Klar, in der letzten Woche war das natürlich unser Highlight in den News, der bevorstehende Starship-Start. Sah ja auch alles gut aus bis zum Zünden, also die wollten wirklich auch starten. Booster 20 hatte ja am 10. Juli seinen Static Fire Test mit 33 Triebwerken absolviert, mit Rekorddauer. Die US-Flugaufsichtsbehörde FAA, die hat den Flug ja freigegeben, sonst wäre es gestern gar nicht so weit gekommen. SpaceX hat also die Probleme von Flug 12 aufgearbeitet und das für die FAA zufriedenstellend dokumentiert. Was war da das Auffälligste? Ja, unter anderem das 90 Grad verdrehte Wendemanöver des Boosters und 5 Raptoren, die für das Brems- und Rückflugmanöver nicht gezündet haben. Danach ging es im Rekordtempo weiter. Die Rakete wurde gestapelt und laut NASA Spaceflight der schnellste Anlauf von Rollout zu Startversuch in der Programmgeschichte. Alles breit. Ja, bis dann auf die 4 Triebwerke, die dann wohl nicht richtig liefen. Ein Detail macht die Sache besonders spannend. Auf Booster 20, da fliegen reparierte Triebwerke mit, die zuvor wegen Schäden von Booster 19 demontiert worden waren. Ob genau diese bei der Zündung streiken, das wissen wir aktuell nicht. Aufmerksame Beobachter werden das aber mit Sicherheit sich genau anschauen, den Tausch der Triebwerke sehr genau dokumentieren. Der Einsatz für SpaceX ist diesmal auch höher als bei jedem Testflug zuvor. Im Auswurfsmechanismus stecken nämlich 20 echte Starlink V3-Satelliten, zum ersten Mal funktionsfähige Exemplare statt Massensimulatoren. Sie sollen auf der suborbitalen Bahn rund 20 Minuten lang Solarflächen und Antennen entfalten und Funkverbindungen testen, bevor sie dann verglühen. Also sie werden auch wieder eintreten. Dazu stehen die bekannten Ziele an. Ja, Wiederzündung eines Raptors im All an der Oberstufe, kontrollierte Wassung im Golf und im Indischen Ozean. Also Booster im Golf und dann die Oberstufe im Indischen Ozean. Meine Einordnung, dieser Abbruch, das ist jetzt kein Versagen, sondern der Beweis, dass die Sicherheitslogik greift. Bei 5200 Tonnen Treibstoff, da ist ein Nein des Computers immer billiger als ein Vielleicht und billiger als 20 Prototypen-Satelliten im Feuerball. 4 stille Raptoren bei der wichtigsten Generalprobe des Jahres. Das sind genau die Sorte Probleme, die SpaceX vor dem Sprung in den Orbit ausmerzen muss. Wie es weitergeht, das hört ihr am Ende der Folge. Ich muss mich derweil mit irdischen Problemen herumschlagen. Ich habe letztens meinen Laptop neu eingerichtet und dabei gemerkt, wie viel Sicherheitskram sich über die Jahre angesammelt hat. Ein VPN hier, ein Werbeblocker da, irgendwo noch ein extra Scanner, 3 Programme, 3 Abos, 3 Update-Fenster, die mich nerven. Ja, und gefühlt bremsen sie sich auch gegenseitig aus. Genau, diesen Software-Ballast, den wollte ich loswerden. Unterstützt wird das heutige Video von NordVPN. Was mich an NordVPN überzeugt hat, es ist ja nicht nur ein VPN. Das VPN, das bleibt der Kern, schnell verschlüsselt, läuft bei mir im Hintergrund, aber im selben Abo steckt deutlich mehr. Ein Werbeblocker gegen Pop-ups und Tracker, ein Antivirusprogramm der neuesten Generation, der Downloads dann auf Schadsoftware prüft und gefährliche Seiten blockiert. Und ein Dark Web Monitor, der Alarm schlägt, wenn meine Zugangsdaten irgendwo geleakt auftauchen. Eine App, ein Abo, bis zu 10 Geräte, statt 5 Tools zu jonglieren, die sich gegenseitig im Weg stehen. Wenn ihr das auch aufräumen wollt, über nordvpn.com/nordstarter, da bekommt ihr meinen exklusiven Deal plus 4 Bonusmonate oben drauf. Und falls es euch nicht überzeugt, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, also 0 Risiko. Den Link, den findet ihr in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. So viel zum Aufräumen auf dem Rechner. Jetzt zurück aufs Wasser, wo diese Woche ein Schiff eine komplette Raketenstufe eingesammelt hat. Das hier ist einer dieser Momente, für die wir diesen Kanal machen.
Am vergangenen Freitag um 6:50 Uhr unserer Zeit, da hob in Wencheng auf der Insel Hainan die Langer Marsch 10B zu ihrem Erstflug ab. 11 Minuten später hing ihre erste Stufe in einem Netz aus Stahlseilen auf einem Schiff im südchinesischen Meer. Lasst euch das kurz auf der Zunge zergehen. Ein Jungfernflug und gleich dabei glückt Chinas erste Bergung eines Orbitalboosters. Letzte Woche, da konnten wir das nur kurz nachtragen. Jetzt schauen wir richtig hin. Ja, der Ablauf im Detail. Die rund 63,6 Meter hohe Rakete, die flog mit 7 gestuften Kerosintriebwerken vom Typ YF-100K, etwa 2,5 Minuten bis dann zur Stufentrennung. Die erste Stufe, die bremste mit 3 Triebwerken ab, steuerte mit 4 Gitterflossen und traf das Bergungsschiff Lingjiangje, zu Deutsch Pfadfinder. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Das war 430 Kilometer vom Startplatz entfernt. Dort wartete eine Konstruktion, die es so noch nie gab. Ein würfelförmiges Gerüst mit gespannten Stahlseilen, in die der Booster dann mit laufenden Triebwerken hineinsinkt. Metallhaken greifen dann in die Seile, Hydraulikdämpfer schlucken die Energie, im Prinzip ein Feuerwehrsprungtuch aus Stahl. Vorherige chinesische Versuche mit Landebeinen, die waren gescheitert. Jetzt hängt der Booster unversehrt im Rahmen und ist bereits zurück im Hafen. Die Einordnung. Laut China Daily ist China damit die zweite Nation mit funktionierender Bergetechnik für wiederverwendbare Raketen. Bisher hatte das ja so nur SpaceX mit Starship Booster auf Mechazilla erfolgreich demonstriert. Als Organisation ist der Staatskonzern CASC mit seiner Raketenschmiede KLT der dritte Akteur weltweit nach SpaceX mit Falcon 9 im Jahr 2015 und dem Super Heavy Fang 2024 sowie Blue Origin mit New Glenn im vergangenen November. Ja, und weltweit zum ersten Mal wurde eine R-Stufe per Seilfangvorrichtung geborgen. Warum das für China ein doppelter Sprung ist? Die klassischen Startplätze Jinquan, Taijuan und Xicheng, die liegen tief im Landesinnere. Ausgebrannte Stufen der älteren Langer Marschraketen, die regnen dort bis heute über Land ab, befüllt mit hochgiftigem Hydrazintreibstoff. Vor Starts werden dafür regelmäßig Dörfer unter der Flugbahn evakuiert. Wencheng auf Hainan, erst seit 2016 in Betrieb, dreht die Logik jetzt um. Starts über offenem Meer, Kerosin und Methan statt Gift und jetzt Stufen, die nicht mehr abstürzen, sondern gefangen werden. Dahinter steckt ein dreifacher Plan mit der 5-Meter-Raketenfamilie Langer Marsch 10. Die Version 10A, die soll mit Kerosinstufen das neue Crew-Raumschiff Mengzhu in den Orbit bringen. Erstflug womöglich noch in diesem Jahr. Die 10B verwendet deren R-Stufe wieder und flog jetzt erstmals eine Methan-Oberstufe mit dem neuen Vakuumtriebwerk YF-219, das dabei gleich übrigens einen Experimentalsatelliten in 800 Kilometer Höhe absetzte. Die kommende 10C wird ein reines Methan-Arbeitspferd mit wiederverwendbaren YF-219 in beiden Stufen für den kommerziellen Markt. Das vermutlich spektakulärste Fernziel der Familie, das ist der Mond. In der großen Ausbaustufe bündelt die Langer Marsch 10 3 dieser 5-Meter-Kerne zur Mondrakete. Das ist dann Chinas erklärtes Ziel, noch vor 2030 den ersten Chinesen auf der Oberfläche. Mengzhu ist dafür das neue Crewschiff und beerbt dann die Shenzhou-Kapsel, mit denen China seit 2003 Menschen ins All bringt. Und das Tempo in China, das bleibt hoch. Auf der kommerziellen Seite zum Beispiel Landspace. Vor 2 Jahren ja mit der Suki 2, Betreiber der ersten Methanrakete im Orbit überhaupt, will in den kommenden Wochen Chinas erste Landung auf festem Boden demonstrieren. Mein Eindruck, der Netzfang, das ist elegant gedacht, denn der Booster, der spart sich schwere Landebeine. Aber ein Fang macht noch keine Wiederverwendung. Bei SpaceX fliegen ja einzelne Booster inzwischen bis zu 36 Mal. Und genau diese Routine, die muss China erst beweisen. Trotzdem, während Starship Stand hat Peking innovativ geliefert, statt abzukupfern. Der Wettlauf ist spätestens jetzt offiziell eröffnet. Würdet ihr denn künftig mehr Infos über chinesische Raketen und chinesische Raumfahrt hier gerne sehen wollen? Da habe ich eine Bitte, schreibt eure Meinung in die Kommentare, das hilft uns enorm, Senkrechtstarter und die Senkrechtstarter-News weiter zu verbessern. Dankeschön. Zurück nach Europa, wo am Montag die 4 Artemis II Astronauten ihre Europatour gestartet haben. Erst im ESA-Technologiezentrum ESTEC in den Niederlanden, dann bei Airbus in Bremen, bei dem Team hinter dem europäischen Service-Modul, das ihr Orion-Raumschiff ja um den Mond trug. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und der Kanadier Jeremy Hansen brachten dabei Flugdaten aus erster Hand mit. Der große Mondkurs-Burn des Bremer Moduls, gezündet nach rund 25 Stunden nach dem Start, saß ja so präzise, dass 2 geplante Kurskorrekturen komplett entfielen. Für mich sehr spannend, dass die Crew das Raumschiff teilweise per Hand steuerte und dann auch sogar absichtlich Triebwerke deaktivierte.
Ja, das Servicemodul, das lieferte Luft, Wasser und Strom und schob Orion über 1 Million Kilometer durchs All. Christina Koch sagte sinngemäß, in den Raum voller Ingenieure zu laufen, die während der Mission an den Konsolen saßen, das sei großartig gewesen, sie hätte gern den ganzen Tag bleiben können. Und die Zahl der Woche dazu, 149,4 Millionen Menschen verfolgten die Mission im Frühjahr auf den NASA-Kanälen. Das ist Streaming-Rekord für die Behörde. Deutsche Ingenieursarbeit weltweit gefeiert. Ja, auch auf Senkrechtstarter sahen ja über 600.000 Menschen den Start und wir sprangen über die wichtigste Marke von 100.000 Abos. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und wir bleiben in Bremen nur ein paar Kilometer weiter bei der OHB. Die ESA hat nämlich ihre Asteroidensonde Hera in rund 150 Millionen Kilometer Entfernung neue Software aufgespielt und danach beide redundante Bordrechnerstränge nacheinander neu gestartet. Beide Male meldete sich die Sonde pünktlich zurück. Jedes Signal braucht da fast 8 Minuten pro Richtung. Die Sonde rast mit über 12 Kilometern pro Sekunde Richtung Doppelasteroid Didymos und Dimorphos. Kein Techniker kommt je wieder ran. Neustart, der schief geht, das wäre das Ende. Deshalb wurde nichts dem Zufall überlassen. 1,5 Jahre lang, an 50 separaten Testtagen, probte das Team jede Zeile an einer originalgetreuen Replik namens The Bench beim Hauptauftakt im ORB in Bremen. Dass Hera überhaupt ohne finale Software starten musste, das lag am Zeitfenster. Im Oktober 2024, da musste die Sonde los. Fertig oder nicht. Anfang nächsten Jahres setzt sie dann 2 CubeSats aus, jetzt mit frischem Betriebssystem an Bord. Softwareübergaben im tiefen Raum sind heikel. Bei Artemis 3 werden sie zum Kernstück einer Mission. Die NASA hat am Mittwoch, 15.07. die Betriebsparameter für den Flug 2027 veröffentlicht. Es geht also um Artemis 3. Statt einer Mondlandung wird es ja ein Docking- und Integrationstest im Erdorbit in rund 460 Metern Höhe. Der Ablauf, der liest sich wie ein Ballett. 4 Astronauten starten in Orion auf SLS. Die beiden Mondlander-Testexemplare, die kommen separat auf kommerziellen Raketen hoch. Dann dockt Orion seitlich an Blue Origins Blue Moon Mark II an, direkt neben der Crewkabine und anschließend Nase an Nase am Starship V3, Testartikel von SpaceX. Spannendes Detail in der Steuerung. In der Blue Moon Docking Phase, da führt Orions Flugsoftware den gekoppelten Verbund. In der SpaceX Phase, da übernimmt Starships Bordsystem das Kommando. 2 Rivalen, eine Kapsel, geteilte Kontrolle. Ja, parallel wächst die Hardware. Das erste Segment der Feststoffbooster, das steht im Montagegebäude in Florida. Zusammen liefern beide Booster ja rund 3.270 Tonnen Schub. Über 75% der Startleistung beim Start der SLS-Rakete. Ziel bleibt Mitte bis Ende 2027 für Artemis 3. Die Landung mit Crew, die soll dann 2028 folgen. Andocken können auch die Russen, und zwar schnell. Am Dienstag um 16.47 Uhr unserer Zeit, da hob Soyuz MS-29 in Baikonur ab und dockte nach nur 3 Stunden und 4 Minuten an der ISS an. 2 Erdumrundungen, mehr brauchten die dafür nicht. An Bord Kommandant Piotr Dobrov, Bordingenieurin Anna Kikina und NASA-Astronaut Enel Manon, dessen Geschichte für sich steht. 4-mal bewarb er sich als Astronaut bei der NASA. Nach der Ablehnung 2017 gab der Flugchirurg mit 39 den Traum eigentlich auf. Jetzt fliegt er 8 Monate zur Station. Das eigentlich Bemerkenswerte, das passiert aber am Boden. NASA-Chef Jared Isaacman reiste als erster NASA-Administrator seit Oktober 2018 nach Baikonur und traf Roskosmos-Chef Dmitri Bakanov. Und laut Bakanov gab es Substanz. Roskosmos habe zugestimmt, die ISS bis 2030 weiter zu betreiben. Mitten im politischen Dauerfrost ist das ein bemerkenswert konkretes Signal. Die Raumstation bleibt einer der letzten Brücken zwischen Washington und Moskau. Russland im Orbit ist auch das Stichwort für eine Studie und die nächste News. Der Weltraumvertrag von 1967 wurde ratifiziert von 118 Staaten. Der verbietet Massenvernichtungswaffen im Orbit. Nur konnte das bislang niemand überprüfen. Kein heutiger Satellit erkennt einen Atomsprengkopf im All zum Beispiel. Eine Studie in Nature Astronomy zeigt das erste Mal in reviewter Literatur einen Weg. MIT-Nuklearphysiker Eric Danagulian, finanziert von der US-Atomaufsichtsbehörde NNSA, nutzt dafür den inneren Van Allen-Gürtel in rund 2000 Kilometer Höhe, den natürlichen Strahlungsspeicher der Erde. Der Trick, der funktioniert wie Billard mit Atomkernen. Treffen die energiereichen Protonen des Gürtels auf spaltbares Material, schlagen sie Teilchen aus den Kernen heraus. Spallation heißt der Prozess wohl und die dabei frei werdenden Neutronen, die verraten den Sprengkopf. Der Hintergrund ist real. 2024 bezeichnete US-Geheimdienstler den russischen Satelliten Kosmos 2553 als mögliches Testbett für eine orbitale Nuklearwaffe. Russland bestreitet das, ja, und genau deshalb ist ein Verifizierungswerkzeug so wertvoll. Vertrauen ist gut, Messung wäre besser.
Ob Sprengkopf oder Schrott, der Orbit wird eng und diese Woche liefern gleich 2 Datensätze dafür Belege. SpaceX eigener Halbjahresbericht an die US-Regulierungsbehörde FCC zählt zwischen Dezember und Mai 207.152 Ausweichmanöver der Starlink-Satelliten, fast 60.000 mehr als im Halbjahr davor. Aufs Jahr gerechnet über 355.000, das ist mehr als 3-mal so viele wie 2024. Im Schnitt weicht jeder einzelne Starlink-Satellit inzwischen über 40 Mal pro Jahr aus, also fast wöchentlich. Kein Wunder, die Konstellation, die wuchs ja seit 2024 von rund 6.000 Satelliten auf über 10.000 Satelliten. Hugh Lewis, Professor für Astronautik an der Universität Birmingham, der erwartet laut Space.com trotz aller Manöver irgendwann die Kollision mit einem aktiven Satelliten. Und noch weiter oben wartet die zweite Überraschung. Forscher der Universität Warwick fanden per Neuauswertung alter Aufnahmen des 2,54 Meter Isaac Newton Teleskops auf La Palma bislang unsichtbare, nur rund 5 Zentimeter kleine Trümmer im geostationären Ring in rund 36.000 Kilometern Höhe, also dort, wo die teuren TV- und Wettersatelliten stehen. Co-Autor Stuart Eaves nennt die Region ein potenzielles Minenfeld. Voller Orbit, volle Kassen, zumindest in Europa. Der am Montag veröffentlichte Space Economy Report der ESA, der zeigt, Europas staatliche Raumfahrtbudgets, die wuchsen 2025 um 12% auf 13,5 Milliarden Euro. Das erste zweistellige Plus seit 5 Jahren. Ja, und das während die weltweiten Staatsausgaben für Raumfahrt um 3% fielen auf 119 Milliarden Euro. Der Treiber, der hat einen Namen: Verteidigung. Deutschland plant bis 2030 ganze 35 Milliarden Euro für Weltraumsicherheit. Europas mit Abstand größtes Paket. Frankreich legt bis 2040 weitere 4,2 Milliarden für militärische Raumfahrt nach. Der Markt für Raketen- und Satellitenbau, der ist laut Report inzwischen zu 80% institutionell geprägt. Dominiert vom Militär dann. Zur Einordnung der Kräfteverhältnisse: Die USA, die stehen für 58% der weltweiten Staatsbudgets in der Raumfahrt, China für 15%, Europa für 11%. Ab 2026 erwartet die ESA dann global einen Sprung von über 20% in einem Jahr. Befeuert dann wohl hauptsächlich vom amerikanischen Golden Dome, dem geplanten US-Raketenabwehrschild. Mein Fazit: Der Motor der Raumfahrt, der heißt gerade nicht Wissenschaft, sondern Sicherheit. Ja, und in Europa sitzt Deutschland da am Gashebel. Wer vom Boom profitieren will, der braucht eine eigene Rakete, und Rocket Lab kommt seiner zweiten gerade ein großes Stück näher. Am Montag bestätigte die Firma einen Volldauer-Testlauf des Triebwerks Archimedes für eine Oberstufe ist in dem Fall gewesen. Knapp 5,5 Minuten am Stück auf dem NASA-Testgelände Stennis in Mississippi unter flugähnlichen Bedingungen. Das war einer der letzten großen Triebwerksmeilensteine vor dem Erstflug der neuen Rakete Neutron, der noch in diesem Jahr möglich sein könnte. In der ersten Stufe, da arbeiten gleich 8 Archimedes mit zusammen rund 680 Tonnen Schub. Jedes einzelne spielt in der Klasse eines Merlin 1D von SpaceX. Neutron tritt also direkt in der Falcon 9 Liga an. Auch beim Konzept orientiert sich Rocket Lab am Marktführer. Die erste Stufe, die soll zum Startplatz zurückkehren oder auf einem Drohneship landen. Und der Zeitpunkt, der könnte kaum wichtiger sein. Vor 2 Wochen, da war hier der 8 Milliarden Deal um Iridium unser Highlight von Rocket Lab. Diese Übernahme, die rechnet sich nur, wenn Neutron fliegt. Der Druck auf dieses Triebwerk ist also nicht nur physikalisch. Testfeuer in Mississippi, jetzt zu dem, was wirklich abgehoben ist. Die Starlink-Routine, die lieferte am Dienstag, 14.07. gleich doppelt von Vandenberg und von Cape Canaveral. Ebenfalls am Dienstag, da startete die Soyuz MS-29 mit der neuen ISS-Crew von Baikonur. Geschichte dazu hatten wir ja vorhin kurz. Am Donnerstag, da brachte eine Falcon 9 von Vandenberg 21 Satelliten von York Space System für das militärische Laserdatennetz der US Space Force in den Orbit. Das haben wir uns live im Starship-Stream angeguckt. Damit ist die erste Ausbaustufe zur Hälfte komplett. 63 von 126 geplanten Satelliten fliegen damit. Ja, und der große Abwesende der Woche, das war Starship. Warum? Das war ja unser Highlight. Apropos Starship. Wenn du nach dieser Woche noch tiefer einsteigen willst, da habe ich genau das Richtige für dich. Wir haben eine nagelneue Technikfolge draußen und da nehmen wir dich mit auf den Flug 13. Den Flug nehmen wir auseinander. Was ist da besonders wichtig? Worauf kommt es diesmal besonders an? Vor allem beantworten wir die Frage, die in den Kommentaren immer wieder auftaucht. Warum war Starship nach all den Testflügen eigentlich noch nicht im Orbit? Was fehlt technisch wirklich? Was ist bewusst Vorsicht? Zieh dir die Folge am besten gleich als Vorbereitung rein, bevor der zweite Startversuch losgeht. Dann weißt du beim Livestream exakt, worauf du achten musst. Ja, und falls du Folgen wie diese früher sehen willst, als Schutzengel bei Senkrechtstarter Plus bekommst du jedes Video einen Tag vor allen anderen und komplett werbefrei. Frisch vorbereitet also, und jetzt der Rest der Woche in aller Kürze. Die 20 Starlink V3-Prototypen an Bord von Flug 13, die liefern je 1 Terabit pro Sekunde Downlink. Das 10-fache der aktuellen V2 Minis bei rund 1500 Kilogramm pro Satellit. 6 Exemplare tragen externe Kameras und sollen beim Wiedereintritt die Hitzeschutzkacheln an Starships Unterseite filmen.
Traurige Nachricht, Wally Funk ist mit 87 Jahren gestorben. Das ist ja das letzte lebende Mitglied der Mercury 13 gewesen. Das waren die 13 Frauen, die ausgewählt wurden im Mercury-Programm. Sind leider alle nicht ins All geflogen. Wally Funk war dann die erste, die mit Blue Origin ins All geflogen ist. Am 20. Juli 21 flog sie nämlich mit damals 82 auf Blue Origins New Shepard ins All und ist bis heute die älteste Frau, die je dort oben war. Die ESA lässt bei dem spanischen Hersteller EMXYS für rund 10 Millionen Euro den Lander Don Quixote bauen. Er soll auf dem taumelnden Asteroiden Apophis aufsetzen, bevor der im April 2029 in rund 32.000 Kilometern an der Erde vorbeizieht. Das ist also näher als der geostationäre Orbit. An Bord von ESAs Ramses-Sonde reist dieser Lander dann mit und misst dann unter anderem Asteroidenbeben während der Passage an der Erde vorbei. Die US-Regulierungsbehörde FCC hat Reflect Orbiters ersten Spiegelsatelliten Earendil 1 lizenziert. 18 Meter Reflektorfläche, Start noch 2026. Langfristig sollen 50.000 Spiegel Sonnenlicht zur Erde lenken. Die Einwände von Astronomen und Umweltforschern erklärte die FCC schlicht für nicht zulässig. Redditors Space hat sein erstes Wiedereintrittsfahrzeug fertiggestellt. Die 200 Kilogramm Kapsel Enos startet im Herbst als Mitflugnutzlast auf einer Falcon 9, kreist dann 2 Monate im Orbit und kehrt mit Mach 29 zurück. Wasserung vor Florida im Dezember. Die Besonderheit, über 80% der Systemmasse fliegen komplett zurück. Auch die kommende Woche ist die Falcon 9 im Dauereinsatz. Die Starlink-Routine, die läuft am Montag und am Freitag jeweils von Vandenberg. Am Dienstag bringt eine Falcon 9 dann von Cape Canaveral die Mission MRV-1 nach oben. Ein Wartungsroboter von Northrop Grumman für den geostationären Orbit. Er soll 3 400 Kilogramm Anbaumodule an alternden Satelliten von Intelsat und Optus montieren. Jedes verlängert die Lebensdauer um bis zu 6 Jahre. Ja, und dann das Wiedersehen der Woche. Starship Flug 13, der geht dann vermutlich in die zweite Runde oder in den zweiten Anlauf. Das Startfenster, das öffnet nach aktuellem Stand wahrscheinlich Mitte der Woche. Am Mittwoch in China, da hebt vermutlich eine Gravity 1 von einer Seeplattform vor Haiyang ab. Die Nutzlast ist noch unbekannt. Am Donnerstag, da folgt eine Lange Marsch 3B aus Xicheng, ebenfalls mit offener Fracht. Ja, und am Freitag dann legt China doppelt nach, eine Kinetica 1 aus Jinquan und eine Lange Marsch 8A aus Wencheng. Eine App statt 5, ein Abo statt 3 Abos, dass ich weniger fliegen muss, holt's euch über nordvpn.com/Nordstarter. Was für Gegensätze. China fängt seinen ersten Booster im Stahlseilnetz und meldet sich als zweite Nation im Wiederverwendungsclub, während Starship bei T0 mit 4 stummen Raptoren am Boden bleibt. Genau deshalb, da geht's sofort weiter. Ab Mitte der Woche öffnet sich vermutlich das Startfenster für den zweiten Anlauf von Flug 13 und wir sind natürlich live dabei. Verpasst es nicht, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, dann bekommst du Stream und die Sonntagsnews automatisch. Ja, und schreibt mir in die Kommentare, Netz auf See oder Fanggriff am Turm? Welcher Bergungsansatz überzeugt dich? Wir sehen uns im Livestream. Bis dahin, immer schön säckig bleiben. Euer Mo.